Zimmer mit Aussicht. Herrlich. Mitsommer in Westnorwegen. Viele denken da an heidnische Kulte und nordische Bräuche. Gestern war die längste Nacht des Jahres vom 20. auf den 21. Juni. Zudem noch Freitag auf Samstag und Sommerferien. Ja, da ist doch klar, da steppt hier aber der Bär, oder? Das hier ist die Realität. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das sommerliche Wetter, was hier vermeintlich zu sehen ist, täuscht. Denn wir haben gerade mal so 10, 12 Grad Lufttemperatur und ich friere mir hier in meinem T-Shirt eigentlich einen ab. Zumindest wenn ich im Schatten stehe. Aber so sieht es halt aus. Wunderschön. Man ist ganz alleine. Obwohl überall Camping-Verbotsschilder stehen, wo ich schon dachte, oh je, hier geht's richtig ab. Nix. Aber mit dem Angeln, da geht's richtig ab hier. Auf geht's nach Wetterland, bei allerfeinstem Wetter. Sturmböen, 8 Grad und das Mitte Juni 2025. Wahnsinn. Ich hoffe, auf Wetterland ist nicht so ein Sturm und nicht so ein Unwetter. Hier in Askvoll, da gibt es gratis Wasser und Strom direkt neben dem Hauptcampingplatz. Wenn man da hinten sieht, da kann man natürlich auch stehen. Hier kann man natürlich auch die Kacke entsorgen oder das Grauwasser. Alles kostenlos hier an dieser Stelle. Finde ich ziemlich cool gemacht hier in Norwegen. Bei stürmischem Wetter geht es weiter mit der Fähre allerdings Richtung Wetterland. Seit meiner Auswanderung nach Norwegen möchte ich mal die Insel Wetterland besuchen. Und jetzt scheint sogar das Wetter mitzuspielen. Die Insel liegt 1 Stunde vor der Küste Norwegens. Und wenn man das mal auf Google Maps sich anschaut und dann etwas einzoomt, stellt man fest, dass es gar keine Insel ist, sondern eine Inselgruppe. Das heißt, die Insel wird gebildet durch viele, viele kleine Inseln, die mit Brücken zum Teil verbunden sind und manche, vielleicht kann man da sogar rüberspringen. Mal sehen. Es scheint jedenfalls besonders interessant, da die Tide in solchen Kanälen zwischen diesen Inselchen natürlich eine starke Auswirkung auf die Strömung hat. Und dementsprechend stelle ich mir vor, dass es da einiges mehr an Fisch gibt. Denn die letzten Wochen waren hier im Fjord extrem mau. Sieht ja richtig schön gemütlich aus hier. In Værlandet angekommen, so heißt Wetterland übersetzt auf Norwegisch. Hier ist auch ein Hotel und auch einige Betriebe. Allerdings ist hier wirklich, wie sagt man, der Hund begraben. Hier ist gar nichts los und es sieht wirklich toll aus. Die Luft ist auch etwas milder als hinten am Fjord, wo ich wohne, hier draußen am Atlantik. Und da kommt noch ein Regenbogen. Ah, aber ich gehe mal direkt los hier auf diese Mole. Hier ist ein Hafen und versuche mal da einen Fisch zu fangen. Wenn ich eine Stelle nicht kenne, dann fange ich zuerst mal mit einem Gummifisch an. Auch nicht zu großer Gewichtsklasse, 28 Gramm Kopf hier drauf und klassische Farbe, phosphoreszierendes Gelb. Da geht der Dorschgarn drauf, der Pollack, all solche Fische. Mal gucken, ob was hier ist. Der Gummifisch deswegen mit Einzelhaken auch ganz einfach wegen den Hängern. Ich kenne die Stelle nicht und will halt nicht direkt den besten Köder. Vielleicht einen Jig mit mehreren Haken, einen japanischen Jig für 10 Euro oder sowas hier versenken. Deswegen Gummifisch, die bleiben eben auch nicht so leicht hängen. Ja, da sagte ich eben noch keine Hänger. 4. oder 5. Wurf. Im flachen Hafenbecken mittendrin. Dachte eigentlich, da würden keine Seile liegen, aber irgendwie fühlt sich das schwer nach Seil an. Ach, der sieht mal fest aus. Mal die Reintechnik ausprobieren. Die kennen schon viele meiner Guiding-Gäste. Gefürchtet bei den Hängern. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Doch, frei bekommen. Glück gehabt. Ja, und hat zumindest doch irgendwie der erste Poller gebissen. Immerhin. Hat er bestimmt jetzt 10 Würfe gedauert. Da ist er. Ich glaube, der ist mir zu klein, ehrlich gesagt, aber Auge ist beschädigt. Muss ich leider mitnehmen, okay. Und dann der nächste Pollack. Also Pollack gibt es aber hier. Allerdings auch nicht gerade die allergrößten.
Na komm. Den haben wir jetzt Release. Hopp. Also das Ding, was hier gerade reingebraust ist und jetzt wieder rausbraust, das ist tatsächlich ein Wassertaxi. Seht ihr? Ja, zumindest Pollacks gibt es hier jede Menge, aber leider keine großen. Komm und... Noch so eine halbe Hose. Naja, aber hier gibt es zumindest mehr Fisch. Jetzt habe ich mich gerade so schön hier an dieser Felswand hingestellt, ein freier Platz. Und dann lese ich doch tatsächlich hier auf einem Schild 200 Kronen die Nacht, also 20 €. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hierfür gemeint ist. Wahrscheinlich ist da oben das Gästehaus gemeint. Hier ist das Hafenhotel, also der Campingplatz. Verrostete Fahrräder kann man auch leihen. Kosten, sage und schreibe 250 Kronen am Tag. Der Suche nach einem Übernachtungsplatz wird es direkt abenteuerlich. Da bin ich mal gespannt, ob die Straße hier auch weiterhin für einen LKW gedacht und geeignet ist. Ich glaube, es ist nicht das Richtige für mich. Auf dem Split stehen, glaube ich, ist nicht so gesund für ihn. Hier habe ich einen Filmriss. Die Aufnahmen, wo ich übernachtet habe, fehlen leider. Alle Locations finden sich aber im Bereich für Kanalmitglieder. Scheint hier recht nahrungsreich zu sein. Jede Menge Krabbenreste hier zu sehen. Sieht auch sehr nahrungsreich alles aus. Bin mal gespannt, ob hier vielleicht ein schöner Dorsch zu fangen ist. Der Dorsch war hier mein eigentlicher Zielfisch, denn im Winter habe ich relativ wenig im Fjordinneren gefangen. Ja, wieder ein Pollack. 3-4 Mal hat er nachgefasst. Sauber gehackt. Dann habe ich so den nächsten besseren Fisch dran. Bin gespannt, was jetzt ist. Ganz flach im Wasser. Schüttelt sich aber wie ein Pollack. Und hoch da, nicht in den Tang. Nicht in den Tang. Ja, Pollack. Ob ich hier runter kann. Ob es zu glitschig ist. Ich eine Pollack-Ecke erwischt, scheinbar. Auch super gehakt. Auch Release. Schon wieder einer. Ah, das gibt's doch gar nicht. Direkt der nächste. Aber wieder nur ein kleiner. Oder? Gleiche Größe wie eben. Das geht ja Schlag auf Schlag. Hier vielleicht auch, das solltet ihr euch merken, weil die Tide hat gerade eingesetzt, beziehungsweise die Flut. Ja. Also nicht die schlechtesten Größen. Nicht den Schwanz behalten. Alles so, ich schätze mal 50, 55er sind das. Eben der vielleicht ein 60er. Ja. Diesmal aus der anderen Ecke, aber garantiert wie ein Pollack. Die passen jetzt hier auf, dass bei steigendem Wasser kein Kleinfisch hier reinkommt. So. Ja, wieder Pollack, wieder sehr groß. So, kommt Leute, mir ist das jetzt zu bunt geworden mit den Pollacks da draußen. Ich versuche es nochmal hier drin in dem Hafenbecken. Und was ist das hier? Eine Lebendfalle für was? Eine Minkfalle, okay. Für Minks, also das sind so eine Art Marder. Ui, diesmal ein dickerer Pollack, glaube ich. Ich dachte, im Hafenbecken wäre gar nichts. Das ist mal ein dickerer. Ui, ein richtiges Brett. Ich glaube, den nehme ich auch mit. Ich habe übrigens einen 60er Fluorocarbon. Also von daher kann hier nichts abreißen. Schon eine bessere Größe. 65, 70, so kann es weitergehen.
Also die gesamte Insel wirkt bis jetzt wie eine Geisterinsel. Man sieht hier und da in der Entfernung menschliche Wesen. Allerdings habe ich noch kein einziges Gesicht gesehen. Also nicht nah genug gekommen, um zu überprüfen, ob das überhaupt Menschen sind. Es scheint, als wenn hier über die Woche niemand wohnen würde. Vielleicht ändert sich das ja. Morgen haben wir Freitag und dann kommt Mittsommer. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ein alter Schulweg. Führt der mich vielleicht zu dem Spot, wo ich gerne hin möchte? Ist das ein See? Oder ein Bach? Nein, es ist ein Straumen. Ich befinde mich hier jetzt am anderen Ende von Verlandet, was sich aber Bülandet dann nennt. Ist es alles halt durch Brücken verbunden, wie man eben gesehen hat. Wirklich abenteuerlich. Überall Strom durch, da weiß man gar nicht, wo man aussteigen soll und angeln soll. Und man weiß auch gar nicht, wo man parken soll und campen soll, weil die meisten Plätze, die so aussehen, als wenn man seinen Camper dahin stellen könnte, Parking verboten. Hier auch in diesem Hafen gibt es da hinten, hinter mir, ein Campinghotel. Die Saison, wie ich hier lese, die geht erst hier am 22. Juni los. Das heißt, ich habe noch 2 Tage unbezahlt hier die Möglichkeit zu stehen. So hoffe ich doch. Ja, diese Camping Facility, dieses Campinghaus wirkt ziemlich neu. Ist schon offen, gut eingerichtet, Toiletten sauber, Duschen, Licht gibt es bestimmt auch dazu, ein Waschraum, der hat auch alles drin, was man braucht. Küche sogar dabei, Waschmaschine. Wer das mal hier besuchen will, der weiß Bescheid. In Büland, direkt an der Mole. 6 bis 24 Uhr geöffnet, montags bis sonntags. Allerdings kommst du nur rein mit deiner Uhr zum Beispiel. Ohne das kommt man nicht mehr raus. Der Joker hier ist auch toll ausgestattet. Und wie überall in Norwegen, man hält an dem Mythos des Sommers fest. Ja, ich versuche mal, ob es hier Dorsche gibt. Da habe ich einen Tipp bekommen. 20 Meter soll es hier tief sein. Ich bin gespannt. Alte Möwe. Viel Öl, das ist jetzt nicht so einladend. Da gehe ich mal lieber an einen anderen Spot hin. Na, siehst du schon, aber es sieht wieder nach einem Pollack aus. Einfach zu nah am Ufer und ein kleiner Fisch auch. Also sehr freundlich. Der Mann hat mich doch tatsächlich hier in die Restricted Area gelassen. Fast kanarische Verhältnisse, beziehungsweise da wird man eher überall jetzt rausgeschmissen. Und hier überall Restricted Area und it's allowed. Nicht erlaubt, aber man guckt nicht so genau, beziehungsweise es ist egal. Und das in Norwegen. Und das meiste eben nicht egal ist. Hier stinkt es auch jetzt gewaltig nach keine Ahnung was. Es scheint ein Auslauf von was auch immer zu sein. Ist das gesund? Fischabfälle. Aber hier sind einige am Angeln, wie ich sehe. Oh, Pollack. Eieiei. Die Pollacks, die stehen hier direkt an der Kante. Da muss man aber Acht passen. Es kommt praktisch immer einer hinterher. Wie ich eben erfahren habe, werden hier in der Fabrik Fischstäbchen hergestellt. Und zwar aus Sei. Das ist der ganz normale Seelachs in Anführungszeichen, also der Köhler. Und zwar nimmt man dafür in erster Linie sogar kleinere Fische zwischen 600 und 800 Gramm und die werden dann filetiert und die Filets wiederum zusammengefroren und dann daraus die entsprechenden Fischstäbchen, Blöckchen geschnitten. Sehr interessant und hier kommt halt der ganze Abfall raus. Diese Suppe, die da rauskommt, sind jedenfalls sehr viele Pollacks und da möchte ich schon mal einen auf die Kamera kriegen. Viele Nachläufer habe ich produziert. Vielleicht klappt es ja jetzt mit der Aufnahme hier der Fishing Cam X von Canfish. Die habe ich auch schon in einem gesonderten Video gezeigt. Und los geht es.
Ui. Ui. Da haben wir schon einen. Da schüttelt sich der Pollack. Da kommt das Fischstäbchen. Gib den Schwanz her. Da ist direkt der nächste dran. Das ist unglaublich hier. Die stehen hier gestapelt vor der Fischfabrik. Du musst sie natürlich über die Rocks drüber bringen. Die kräftige Rute, die ich verwende und die starke Rolle findet ihr auch in der Beschreibung unter dem Video. Das nächste Fischstäbchen. Schwanz ab. An diesem aussichtsreichen Kanal mit 30 Meter Wassertiefe war ich zweimal gewesen, leider ohne jeden Fang. Stürmischer Wind und ich versuche mich mal über die Brücke dahin zu retten. Denn der Wind, der soll nicht schwächer werden, sondern stärker. Und da habe ich keinen Bock drauf hier in Bühlernet. Aber es geht relativ problemlos, hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt Schiss gekriegt. Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter beruhigt. Der Wind wieder aus einer anderen Richtung. Mir wurde klar, warum die Insel Wetterland heißt. Oh, da reckt der nächste. Das ist unglaublich. Hier ist alles voll mit Lyhr. Alle gleiche Größe. So viele Pollacks. Da hatte selbst die Kamera keine Lust mehr. Und auch tatsächlich der Zielfisch, ein kleiner Dorsch. Natürlich untermaßig. Fettes Tierchen. Ich hoffe, er wird richtig groß. An diesem Kanal wurde mir 2 Tage zuvor der Schwanz abgebissen. Vielleicht war es ja ein Dorsch. Jedenfalls haben Einheimische hier wohl was gefangen. Aber spätestens am 3. Tage war mir klar, dass hier es nicht Wehrlandet, sondern Lyhrlandet. Lyhr heißt Pollack auf Deutsch. Oder nennen wir es auf Englisch wohlklingender Midsummer in Pollack Island. Die Pollacks waren einfach nicht abzuschütteln. Der UV-schwarze Gummifisch hatte es ihnen dabei besonders angetan. Ich vermute, es lag daran, dass das Wasser extrem klar und schwarz einen ziemlich guten Kontrast zum Gelb-Grün des Hintergrunds bildete. 0:30 Uhr, kurz nach meinem Livestream auf YouTube. Das hier ist Westnorwegen an Midsommar. Wir hatten einen wunderschönen sonnigen Tag. Morgen gibt es wieder strömenden Regen und sinkende Temperaturen. Heute waren es um die 15 Grad. Und das muss man genießen. Bis dann, gute Nacht. 12 Stunden nachdem ich mich live von dem Sonnenuntergang Midsommar in Norwegen gemeldet habe, sieht es jetzt wieder so aus. Kalt, dunkel und nass. Obwohl, so kalt ist es nicht. Wir haben 16 Grad, also relativ warmer Regen für Norwegen. Und vielleicht habe ich nachher noch eine Chance, angeln zu gehen. Ausfalltag, das gibt es immer in Norwegen. Da wollte ich mal mit euch die Köder besprechen, die ihr mitnehmen solltet auf einem Campingurlaub. Köder Nummer 1 für euch, wenn man überhaupt irgendwas fangen will. Die Gummibärchen für die Fische. Wie ich schon oft gesagt habe und meine Guiding-Gäste wissen, Chartreuse oder ein richtig knalliges Gelb, das ist so die Farbe für Pollack schlechthin. Hat sich auch hier schon wieder herausgestellt. Aber da geht natürlich auch Dorsch drauf oder Seelachs. Aber diese Farbe, die reizt halt schon extrem. Der ist zudem phosphoreszierend, das heißt nachtleuchtend, mit der Taschenlampe oder mit der UV-Lampe angeleuchtet. Dann strahlt er erst recht. Orange ist immer so eine landläufige Dorschfarbe, obwohl ich damit eigentlich noch nicht so viel Erfolg habe. Sehr erfolgreich hat sich hier herausgestellt Schwarz. Das funktioniert hier sehr gut.
Warum auch immer, überfischt kann es hier nicht sein, dass die Leute bzw. die Fische die Schockfarben satt haben. Aber schwarz funktioniert ja sehr gut. Und natürlich verschiedene Gewichte. 20 Gramm Köpfe drauf, 30er, 40 Gramm Köpfe. Mehr wie 30 Meter werde ich nicht haben. In den meisten Fällen sogar weniger als 10. Und da reichen diese Gewichtsklassen auf jeden Fall. Warum diese Köder? Besonders diese hier. Das sind jetzt Gummifische mit Offset Hook. Das heißt, ich kann die Hakenspitze hier auch drin versenken. Und das heißt, ich bleibe auch nicht im Kraut hängen. Denn hier an dieser Außeninsel, da ist jede Menge Kraut, weil einfach mehr Nahrung im Wasser ist und auch die Pflanzen sich dadurch besser ernähren können. Und so ein Offset-Hook bzw. diese Montage, die erschwert halt, dass der Köder irgendwo hängen bleibt. Wenn man weiß, dass man relativ hängerfrei angeln kann, dann natürlich der Haken feststehend am Jigkopf. Was man nicht machen sollte, wenn man einen Spot nicht kennt, ist direkt mit typischen Norwegen-Ködern angeln. Ich meinte die Montage. Siehst du mal, da habe ich jetzt keinen, doch einen habe ich. Das heißt Schwanzdrilling. Ein Spot, den man nicht kennt, das kann schnell ziemlich teuer werden. Da bezahlt man viel Lehrgeld. Besser ist es dagegen Einzelhakenmontage. Diese beiden Ködermodelle, die kann ich übrigens sehr empfehlen. Das ist jetzt ein Daddy Dick in 84 Gramm, falls ich hier mal an einer tieferen Stelle auf Seelachse fische. Das hier ist ein Castmaster, ich glaube, der hat nur 40 Gramm. Die Links zu allen Ködern, die setze ich natürlich in die Beschreibung unter dem Video. Ich habe auch einige richtige Jigs mitgebracht. Auch die mit Assist Hooks, wie man das nennt. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Das heißt, auch die fische ich nicht mit Drilling. In erster Linie eben wegen den Hängern und in zweiter Linie, weil man eben den Fisch auch dann besser zurücksetzen kann, wenn man das will. Was man nicht darf eigentlich. Slow Jigs, auch immer der Bringer eigentlich auf alle Fischarten. Damit habe ich schon richtig fette Seelachse vom Ufer gefangen. Damit deckt man zumindest die Palette schon mal ab für die Dorschartigen. Wenn man jetzt Lachs und Meerforelle ansprechen will oder vielleicht auch eine Makrele fangen will, da greife ich dann doch zu anderen Ködern, aber auch zu einer anderen Route. Köder, die man dabei haben sollte, ist auch hier der Deadly Dick in einer etwas kleineren Größe, 28 Gramm. Auch der Castmaster in 28 Gramm und halt so verschiedene andere Köder. Ich glaube, das hier ist ein interessanter Köder. Habe ich mir gekauft, aber noch nie was drauf gefangen. Tasmanian Devil Lure. Noch nicht einen Fisch drauf. Läuft aber wirklich extrem interessant. In so einem nicht voraussehbaren Flanken. Und natürlich einige Needle Sticks und andere Stickbaits. Ich fische sehr gerne mit Stickbaits auf Lachs und Meerforelle. Diese hier, die laufen sehr oberflächennah. Damit werde ich nachher auch hier in einem Straumen angeln. Und was ich sehr gerne mache, ist mit Jigs angeln. Gummi-Jigs in verschiedenen Ausführungen. Am besten wurmartig, das funktioniert auf Salmoniden extrem gut. Gerade in so Straumen, wo Strömung ist, wirklich schnell nach oben gezupft und dann wieder fallen lassen. Da gehe ich drauf. Ja, das ist so meine Köderauswahl, die ich hauptsächlich hier fische. Ich habe noch eine ganz andere Palette mit, weil ich ja auch hier in der Nähe wohne. Aber wenn ihr nur einen kleinen Campingausflug macht oder vielleicht eben nicht viel Zeug mitnehmen könnt, dann sind das die Köder, die ihr braucht. Ja, man weiß wirklich nicht, wo man angeln soll. Hier oder da hinten oder hier. Ich glaube hier. Lachsläuse, oder? Ja, Lachsläuse. Lachsfarmen gibt es auch hier. Das ist hier ein Belieferungsschiff für die Lachsfarmen. Eigentlich war es fast egal, wo man angelte. Zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Köder konnte man fast überall einen oder mehrere Pollachs fangen. Laut der App Fischbuddy sollte das hier aber eigentlich eine Dorschregion sein. Ideal zum Filetieren und Mitnehmen. Wunderschöne, interessante Lebewesen. Scheint ja fast so, als wollte mich dieses Lebewesen begrüßen. Ein Sturm hatte quasi über Nacht alle möglichen Sorten von Quallen an die Küste geschwemmt. Auch das Wetter hatte sich wieder gebessert. Alles voller junger Seelachse hier. So 5-6 cm lang. Ideale Nahrung für Lachs und Meerforelle. Vielleicht auch deshalb kein einziger Biss. Lachse habe ich ein paar springen sehen, aber nur Nachläufer produziert. Ups, habt ihr gesehen? Ui! Also die Fische haben gar keine Lust, sich groß zu bewegen. Hektische Bewegungen kann ich, weil wahrscheinlich einfach zu viele Brutfische hier drin. Aber auf einem ganz langsam geführten Köder, da kommen Attacken drauf.
Der letzte Abend, die letzten Stunden hier im Wetterland. Die Sonne geht gerade unter oder eben auch nicht, weil wir haben ja Mitsommer. Und ich versuche es hier nochmal am Hafen direkt, wo die Fähre geht. Ja, war sehr eindrucksvoll das Ganze, das muss ich erstmal verarbeiten. Bilder sagen mehr als Worte, das sieht man hoffentlich auch im Video. Ich muss auf jeden Fall nochmal herkommen, weil die Insel hier ist so umfangreich. Das kann man in den 4 Tagen netto nicht abarbeiten oder nicht abatmen. Da gibt es so viel zu entdecken. Bis demnächst. Ui, ui, da kam einmal einer hochgeschossen. Na komm, den filetieren wir noch schön, oder? Hängt der gut? Ja.